Wir gucken jetzt einmal von Alpharad Mario Party, but with 16 people. Das klingt absolut beschissen und lustig. Party is war, and I turn it into a full-fledged competition. Nehmen wir, ob das passend ist mit der Lautstärke. People advance from each round until there's only one winner in the end. But since my audio sounded like this, I think the audio's fine, they say. I'm just gonna take you through what happened, starting in the first game on Yoshi's Tropical Island, alongside Failboat. You know, since 2 people advance per round, we might have come to a little mutual understanding before the game started. As you'd expect, turn 1 was pretty tame. Basic rolls, a happening spot, and a minigame made for 2. This one is all about optimization, and I have a sad amount of time logged while grinding minigames. But it is worth noting that after we won, some random Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern würde. Seth, mein Cousin, hat's erkannt. Out there thought this reminded them of the assassination of President John F. Kennedy, screenshotted it, and then farmed a viral tweet. Yeah, sure, I guess. With Sarah Moon on the right side, everyone else stayed on the left island. Warte, wer ist denn der Präsident davon? Das bedeutet Waluigi ist John F. Kennedy in dieser Szene. Verstehe ich das richtig? Und Peach ist eine Frau. Damn, boy! Them of the assassination that on the right side, everyone else stayed on the left island to visit the item store. This map is super volatile with how the star flips from side to side, so being able to have at least a random chance of escaping is always a risk worth taking. And then this minigame happened. Look, I'm awful at it, but it's worth grinding out because you can leave an entire country's worth of wealth if you play it right. Boat got a custom die for essentially the same reasons why you get a warp block, and after that, I got a few coins from a hidden block and lost an unfortunate 50-50 because I could have sworn that beam went clockwise. Unfortunately for Sarah, she picked the wrong side back in turn 1 and lost her coins to Bowser right before putting the rest of us in a dangerous situation. Of course, Failboat could have used his custom die to guarantee the reverse flip, but took a risk and... Ich möchte einfach nochmal hier appreciaten, wie Alpharad es einfach schafft, mich irgendwie mit, egal was er spielt, zu fesseln. So, selbst die Spiele, die keine Sau, also mich zumindest nicht interessieren, er schafft es, die Leute trotzdem damit zu fesseln. Und das finde ich also schön, das ist ein Variety-YouTuber, Streamer, so, er kann alles spielen, er kann über alles ein Video machen, es kommt einfach, ist einfach cool. Ist natürlich klar, dass es einige Leute gibt, die sich halt dann zum Beispiel spezialisieren wollen. Wie zum Beispiel halt Pokémon-YouTuber, die dann immer wieder Pokémon-Challenges machen. Kann ich auch verstehen. Aber ich finde es cool, dass man halt so viele verschiedene Interessen haben kann und die Leute das immer noch interessiert. Das finde ich super. And ultimately paid the price. Oh, and offered some community coins straight into my bank account. With Bowser ahead of me, I contemplated my next move and realized I had a 60% chance of a good outcome and a 10% shot at a great one. Damn. But since I didn't want to blow an early lead, I risked using my warp block only to make... Ja, Wario und Waluigi auch mal wieder in den Hauptspielen drin zu haben, oder generell in den Hauptspielen mal drin zu haben, wäre echt ganz cool. Weil Wario hatte ja sein eigenes Game, ist zumindest was eigenes gewesen, die Wario Land-Reihe. Waluigi war, glaube ich, bisher sogar nur in Spin-Offs, oder? Also der hat ja nie ein eigenes Spiel. Der wurde ja damals für Tennis, war es Power Tennis? Ich glaube schon. Wurde damals, glaube ich, eingeführt. Und seitdem war der auch nur in Mario Kart oder sowas drin, ne? Ich meine, Wario hatte zumindest eine eigene Reihe mit Wario Land, Wario The Shake Dimension und so weiter und so fort. Kann ich bestätigen, Mario Kart interessiert mich einen Scheiß, aber ich schaue es wegen Alpharad. Oder? My odds 10% worse, but honestly it didn't matter much anyways. Time for... Ja, aber WarioWare ist ja quasi eine Minispiel-Collection. Deswegen hätte ich jetzt eher die Wario Land-Reihe genommen. Vor allem müsst ihr überlegen, Wario Land war ja ursprünglich auch eine Mario World. Oder war es Mario Land? Wario World? Ich weiß nicht genau, wie der Originaltitel war. Aber Wario Land war ja eigentlich nur quasi bei Yoshi's Island, weil es war, glaube ich, Mario Land, Yoshi's Island. Also Mario Land 2, Yoshi's Island war das, glaube ich. Und bei Wario war es, glaube ich, so ähnlich. Dass es einfach nur ein Untertitel von einem Mario-Titel war. Und dann wurde es zu einer eigenen Reihe. Die haben das ganz gerne mal gemacht. Deswegen zähle ich es mal als Hauptreihe? Bumper Balls, though. Wow, a 60-second minigame where everybody with the... Also war es Mario Land 2 Wario Land? Oder kam ja generell in Mario Land 2 vor? Pulse gets 10 free coins. With a few minigames in the bag, I unfortunately lost some coins. Ich möchte erwähnen, dass es einfach ein bisschen random ist und ein bisschen uncomfortable, wenn du skippst sie so ein bisschen durch. Er redet und du siehst einfach nur dieses Bild. Du erkennst nicht, dass es ein scheiß Controller ist, ne? Wenn du nicht richtig... Er hat ein Ace-Tattoo, sehe ich jetzt. Holy shit! Das habe ich noch nie gesehen! Damn, boy! The One Piece is real. Aber, ihr müsst überlegen, ne? Ihr guckt euch das an und ihr seht für eine fraction of a second,
Alpharad schritt einfach nur und er macht diese Bewegung. With a few minigames in the bag. The fraction of a second. Ja, heutzutage ist Wario die Hauptreihe von Wario. Da Wario lernt jetzt aus dem Tod. Das finde ich sehr schade. Er kam davor, da Wario der Antagonist des Games. Ja, stimmt. Stimmt. Er war der Endboss. Ja, stimmt. Der war auch so viel größer als Mario einfach. I unfortunately lost some coins to Bowser, wasted cursed die block to land on a happening spot, and failed, which allowed Aaron to get a star of his own. But I suppose this turn wasn't an entire waste. Being 10 coins richer after a thrilling race, I crossed Boo and got to steal a star from Aaron. The last turn was definitely an accident, but it helped prevent myself from having to steal a star from my secret teammate. But would I have done it anyways? Yes, of course I would. Some might say it would be smart to avoid suspicion on the Alliance, but I simply would have done it because I enjoy winning. So I crossed Thwomp, got a custom die, and ended my turn, which left Aaron with a difficult choice to make. He had people begging him from both islands to flip the star and eventually made his decision, which upset the majority, but was probably the better play on his side. Definitely a pivotal moment, though. One in-flight movie later, and Sarah struck gold. Not with Bowser, but with Lady Luck, as she smiled upon Yoshi with a golden pipe. Despite being in dead last, this whole game suddenly got a whole lot closer. Fortunately for me, there's about a 90% chance I get a star, but unfortunately for me, I've been known to hit the impossible. Das ist zuzusehen, Alpharad macht seinen Namen alle Ehre. Ohne Witz, ne? So ein Alpha-Mail. Peak Man Performance, will ich immer wieder sagen. Ich habe das echt noch geil. Ich habe so viele Videos von dem Mann gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass er ein Ace-Tattoo da hat. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Junge, ich nämlich Fan. Weil Luigi ist gar nicht verwandt mit Mario oder Wario. Wario hat einfach irgendeinen Random zum Tennis genommen und er hatte ohne solche Klamotten an. Oh, cool. Ich mag WarioWare und Wario Land, habe ich ja nie gespielt. Sage jetzt nicht, dass es mir egal ist und dass kein Wario in den Spielen mehr geht, aber ich hatte keine Verbindung dazu. Ich mochte halt Wario Land the Shake Dimension. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, das Spiel. Odds, even when it's not beneficial in the slightest. This was a pretty big blunder since I did have a custom die, but in trying to conserve it, I potentially threw the entire game. Little mistakes like that in Mario Party really ripple through multiple turns, I'm telling you. Especially since not flipping the star allowed Aaron to get another chance in the winner's circle, but hey, up to make it out after all. 20 coins later, and Sarah immediately popped the golden pipe, suddenly putting... Ja, ich sag ganz ehrlich, Jenkins, ich muss auch nicht jedes Spiel mein Leben gespielt haben. Ich sag ganz ehrlich, ich höre immer so viel über die alten Mario-Spiele. Ich mach sie an. Sie gefallen mir nicht. Ich lasse es. Everyone on even ground. So my plan was to now move as far as possible. Well, that's unlucky. Just kidding. That's actually incredibly lucky. Then I got to flex one of my favorite minigames, and if I can be honest, this Junge, das war Dr. Robotnik's Meme Machine. This whole game is as good as mine after that happy little accident. The only thing that could possibly hurt me would be chance time. Just kidding. So I roll fat, pipe up, and go crazy in the next turn, which puts me 12 spots behind the star, all while holding onto my gold pipe and finding a few extra coins along the way. So when the last 5 turns rolled out, imagine the horror when Sarah grabbed another golden pipe. Of course, I'm not too worried, but a pro Mario Party player has to be aware of even the darkest of times. Heute frei, aber Gesundheit nervt ein bisschen. Okay, es tut mir leid. Ja, mein Tag war schon heute Abend auch nur aus Videos machen und jetzt gerade streamen. Timelines in a game Und gleich noch mehr Videos machen. like this. So after rolling onto the recently flipped star, I somehow have enough coins to steal another while still holding onto my gold pipe. I promise you, the longer you can hold on to one of these, the more value you'll get out of it. Unfortunately, Aaron crossed Boo first, and even though he wanted to steal from me, through some masterful manipulation, he realized that I would just steal it right back. So with everyone fighting for second and holding each other at gunpoint, I walked free and punished Sarah with her near endless supply of pity pipes. So near the end of the game, I finally got to use my gold pipe and considered a downright sinister maneuver. I could use the gold pipe to warp to the star, say no, and then use 50 coins to steal another since it's a net swing of 2. Of course, this would guarantee me a victory, but also guarantee that person a loss. So I just took my free win and left it up to fate for the rest, and it seems Destiny smiled upon failure. Ich merke, der hat 5 Sterne. Wann ist das passiert? Er hat 5 Sterne. Took a proud silver Ich kenn Mario Party Runden, wo nicht mal irgendwie einer mehr als 2 hat. medal like we both intended from the start. So with all the winners advancing from the first round, my next game brought me to Woody Woods alongside Adriana, Hackerling, and Captain Kidd. The first few turns on this map are always exclusively for positioning and farming items. Since these paths alternate every other turn, you want to give yourself the best chance possible to go towards the star. Ja, Alpharad ist aktuell in Japan. Ja, und es ist echt interessant, die Insta-Stories von dem dazu zu folgen. Ich hab ja nicht wirklich Instagram. Gibt es irgendwas Cooles? Also, ich habe ja mitbekommen, dass er in Japan ist. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich irgendwann ein Video dazu kommt. Weil es ist Alpharad, der macht aus allem Content. Aber, finde ich cool, freut mich für ihn.
star, even if it requires a more scenic path than you'd like. But at the end of the day, the first star typically boils down to sheer luck, and as does the second one. Given some unfortunate pathing decisions, I was already pretty out of the early game. All I can really do now is win coins through minigames and hope that I can make it back to the main board as quickly as possible. Things definitely become a bit horrific when Hacker came across a chomp call. This is genuinely one of the strongest items in the game, especially on this board, since you can potentially negate your opponent from getting a Ach, da merkt man, dass der Meinung ein Peace-Fan ist. Ja, wusste ich, wie gesagt, gar nicht vorher. star. So let's say, hypothetically, Waluigi was one space behind it. You simply tell him no. So after winning a double coin minigame by complete chance, I was one fat roll away from getting a star. Well, that's alright, I suppose. The Giving Tree definitely tried to make up for my shortcomings, but it sadly wasn't enough. I mean, I was only 2 spaces behind the star, but Birdo does have a chomp call. So I just stayed quiet and hoped that they didn't pay attention to the happening space, which prevented the signs from flipping technically. With Hacker getting a star after that, we had another close game at the halfway point. Especially since Adriana keeps winning all the recent minigames, despite not having a single star, her pockets are stacked. She did happen to flip the paths, and I had a 7% chance of bringing it home. Ja, aber das ist in Japan, die Sache ist ja die Leute sagen immer, boah, Amerika, so gute Restaurants. Und Amerika sieht einfach nur alles aus, als würde es dich umbringen. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ihr kennt doch bestimmt diesen in dem YouTube-Shorts-Feed, wenn Leute mal sagen, oh, hier ist das Essen, ne? Und ich sage ganz ehrlich, zu 90% der Zeit, wo die zeigen, oh, guck mal, die bereiten das Essen zu, hier ist dieses Sandwich, hier ist dieser Burger. Ich habe mich so, bitte, ich will das nicht essen. Ich habe das Gefühl, ich würde draufgehen, wenn ich das esse. Und wenn du dann die asiatischen Restaurants dann ansehen, wo die sagen, okay, du machst dies, das, jenes, ne? Das wirkt alles so ausgewogen und einfach lecker gewürzt. Und in Amerika ist einfach, Junge, so viel Fett und so viel Käse. Und in Japan einfach, ja, hier hast du eine geile Portion mit verschiedenen, vielleicht Beilagen, die du im Leben noch nicht gegessen hast. Vielleicht verschiedene Pilzarten, verschiedene Fleischarten, panierte Sachen und so weiter und so fort. Aber nichts, was dich umbringt. Und ich denke mir so, boah, die ganzen Sachen, die ich da, in diesen amerikanischen Sachen da sehe, in den Shorts, ne. Ich habe so ein Sandwich gesehen, was irgendwie so voll geklappt war. Ich dachte so, Bro, wenn du da reinbeißt, stirbst, das explodiert einfach. Ja, ganz ehrlich, bei dem Fett würde ich auch noch aufs Klo gehen oder sterben. But no, why would I hit that? Again, all I can do is win minigames and watch everyone else take home a star. For the first time in this tournament, I am out of the advancements. I am in 3rd place, which is not very good, but my luck took a turn for the best when Hammer Drop was selected. It's a throwaway coin minigame, sure, but it makes me sit up in my chair. It's not difficult to understand by any means, but if you practice it on your own, you can easily take home a whopping 50 coins, which is more than enough to reclaim victory. This allowed me to cash in on a gold pipe, a star of my own, and some sweet, sweet manipulation to avoid my pipe from being stolen. I mean, hey, she needs it after all. So I held on to my golden pipe, bought another, and feared for my life as Waluigi surged into 1st place. 2 gold pipes, 2 people move into finals. I think I can afford 2nd place. I mean, those 3 pipes are scary, sure, but she also has 10 coins. Then I found another hidden block and spent my last 2 turns collecting golden pipe stars before finishing with a modest silver medal. With the final challenger selected for the championship game. Amerikanisches Subway, das Brot, soweit ich weiß, als Kuchen, weil es so viel Zucker hat. Ich glaube, ich gerade gleich. I could not have asked for a more poetic arena. My teammate Failboat, my rival Captain Kidd, and the newcomer Ouija the God. 4 partiers entered, but only 1 was allowed to leave Horrorland as the Mario Party Summit champion. The match starts with some simple movement, a few keys, nothing crazy. So in the final round of this tournament, how fitting is it that our first minigame was the competitive drive of Book Squirm, which Ouija took convincingly. With several others prepping to take the star next turn, I decided to go the path less traveled upon, in hopes of finding it at its next location. With RNG failing me immediately after, this felt like a bad omen. Ja, so ein Freund zu einem fettigen Essen, selbst noch Speisen mit einer angemessenen Menge von Fett fühle ich mich auch. Ich sage es halt, ich sag von mir selber, ich bin kein Zuckeresser, ich bin eher Fettesser. Das sage ich halt so, weil ich mag eher deftigere Mahlzeiten. Das sage ich von mir aus jetzt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin kein Mensch, der gerne irgendwie großartig die ganze Zeit Süßigkeiten isst. Dann mache ich mir halt nochmal ein paar Nudeln oder sowas, ne? Also deswegen sind es halt Fettesser, ne? Aber, man könnte auch was Altes nennen. Aber ich bin echt kein Fan von dem, was ich da die ganze in Amerika sehe. Mal ja. Also, mal dich mit Scheiße voll zu stopfen, einfach nur um zu wissen, wie es ist, wie es halt gerade schmeckt, okay. Aber wie oft mache ich das? Also, ganz ehrlich, ne, selbst wenn ich Burger essen gehe, ne, und das ist mein Lieblingsburgerladen, das ist, Foot Brother, ne? Ich liebe diesen Laden. Da gehe ich legit nur hin, wenn ich mich mit Tim treffe. Ansonsten gehe ich da nie hin. Und selbst dann, keine Ahnung, alle paar Monate mal. Und das ist schon das höchste Gefühl. Den Rest, der koche ich ja zum Beispiel auch hier zu Hause. Wenn ich da mal zum Beispiel unterwegs was esse ich dann? Ich esse halt gebratene Nudeln.
Das sind gebratene Nudeln mit Frühlingsrollen, ne? Also, das ist, denke ich, okay. Klar, ich esse wie jeder andere Mensch gerne mal eine Pommes. Bei mir ist es aber dann meistens, hey, ich esse eine Pommes, dann vielleicht irgendwie von Frittenwerk zum Beispiel. Ist jetzt auch nicht so fettig, da ist eine Rahmensoße drauf. Ist auch, natürlich, ne? Auch fettiger als andere, deswegen sage ich ja, ich bin ja eher Fettesser. Aber ich finde sowas noch im Vergleich zu dem, was die Amerikaner essen, gar nichts. Wirklich gar nichts. Und Bro, ich sag ja von mir auch schon so, also die Rahmensoße ist ja teilweise manchmal schon viel, ne? Und dann muss ich überlegen, was die auf ihre Pommes alles haben, ey. Als Vegetarier möchte ich nicht in den USA leben. Es ist ja schon schwer, ein Restaurant, was anderes vegetarisch als Salatanbieter in Deutschland zu finden. Wobei man sagen muss, dass es schon viel besser geworden ist. Das ist wahr. Ich bin ja selber ein Mensch, der hauptsächlich vegetarisch isst. Einfach weil ich es gesünder finde. Ich esse halt Fleisch, wenn ich da wirklich mal richtig Bock drauf habe. Oder wenn ich zum Beispiel zu einer Feier gehe bei uns im Restaurant, also bei unserer Familie, weil wenn wir dann essen gehen, gehen wir oftmals ins persische Restaurant, wenn wir dann feiern gehen. Und da gibt es halt Kebab. Und ich liebe Kebab. Aber prinzipiell esse ich sonst eigentlich immer alles vegetarisch. Außer vielleicht, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal was gegessen, was nicht vegetarisch ist? Ich glaube, vor etwas über einem Monat. Weil da war ich wirklich mit der Familie in dem persischen Restaurant, weil meine Tante ihre Wohnung bekommen hat. Das müsste vor über einem Monat gewesen sein. Aber ansonsten, wie gesagt, esse ich halt sonst kein Fleisch, weil es mir ja echt scheißegal ist. Heute habe ich mir zum Beispiel vegane Spaghetti Bolognese gemacht. Okay, nein, das war vegetarisch, sorry. Ob der vegan oder vegetarisch ist mir scheißegal, weil ich habe ein bisschen Käse oben drauf gemacht, weil ich mag so ein bisschen Käse zum Garnieren. Und ich wüsste auch nicht, also die Sache ist ja die, in Amerika glaube ich persönlich, dass es nicht so schwer ist, diese vegetarischen Alternativen zu finden, weil die sind ja mit allem groß. Und so wie ich das gehört habe, gibt es auch viele Restaurants, die jetzt extrem viele vegetarische Alternativen bieten einfach. Weil die einfach so viel Auswahl geben. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich glaube persönlich, dass es in Amerika vielleicht sogar einfacher ist, als Vegetarier zu leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Amerika auch für viele Leute eine größere Versuchung ist, kein Vegetarier zu sein. Eier? Was Eier? Na, was anderes. Morgen kommt DLC, auf das ich mich freue. Dragon Ball Z Kakarot findet bald. Ah, okay, nice, hab ich gehört. Ich esse, was Burger angeht, nur selbstgemachte Burger. Ich mag echt die von Foot Brothers, die sind wirklich gut. Bei mir in NRW, also da, wo ich wohne, hast kaum vegetarisch bestellen. Ich sag mal überlegen, also ich wohne in Dortmund, ich wohne ja auch in NRW. Ich meine, eine Pizza ist was Vegetarisches, Nudeln sind was Vegetarisches, Salat ist was Vegetarisches. Subway hat was Vegetarisches. Eine Pommes selber ist was Vegetarisches. Und ich koche halt einfach viel vegetarisch, ne? So ist es nicht. Zum Beispiel kannst du dir halt so vegetarische Alternativen holen. Ich habe zum Beispiel so ein vegetarisches Cordon Bleu zum Beispiel, was ich sehr gut finde. Was sogar besser ist als das normale Cordon Bleu, weil da kein scheiß Schinken drin ist, auch kein Fake-Schinken, da ist einfach nur Käse drin. Weil ich mag Käse, aber ich hasse diesen Schinken in dem Cordon Bleu, habe ich schon immer gehasst. Und dann dazu kann ich mir zum Beispiel machen, ob es Kartoffeln sind, Gemüse oder ähnliches. Ich habe zum Beispiel auch letztens einfach, weil es immer für mich quasi so ein, ich habe Hunger, ich habe keinen Bock viel zu kochen. Was mache ich? Ich mache mir kurz dieses vegetarische Cordon Bleu da rein, Kartoffeln dazu, Kaisergemüse, dann noch eine, wie heißt das nochmal? Hollandaise-Soße, fertig, will man essen. Mega einfach, richtig schnell, ist lecker, finde ich gut. Man sollte einfach gesundes Fleisch essen, statt aus dem Discounter oder Fastfood. Ich sag's mal so, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn du das machst, aber ich finde es einfach nicht so, dass du es jeden Tag tun, weil es einfach ungesund ist. Du isst einfach ausgewogen. Du sollst einfach das tun, was dir natürlich schmeckt, aber versuch einfach ausgewogen zu essen. Das ist alles, was ich sage. Nicht, es gibt Leute, die versuchen ja wirklich irgendwie jeden Tag sich irgendwas reinstellen. Das kannst du natürlich machen. Du kannst machen, was du willst. Es ist scheißegal. Wenn du das machen möchtest, mach das. Aber ich halte es für sinnvoller, es ist einfach eine Empfehlung von mir, einfach ausgewogen zu essen, weil du dich dadurch auch besser fühlst. Sagen wir es einfach mal so. Wenn dir das scheißegal ist, was du willst. Ist mir ja kackenegal, hä? Element for a final round. But after Waluigi got the star, the next one was placed immediately in my path like clockwork. Well, that would be a good thing, but I haven't won any minigames. I could just not find my footing and had to pass up what could be a game-changing star. Okay. Essentially just handing it to Donkey Kong on a silver platter. Just for him to hand it back over to me. Which puts me back in first place somehow. But I'm not gonna act like this is a comfy lead. Plot armor is one thing, but we're not even halfway through with the game. So let's go back a turn before I got that free gift. I studied the map and knew Ouija was gonna force the star to move locations, and I used my items to my advantage.
I pushed an extra 5 spaces in hopes of landing in this sweet spot just in range of both of these star locations. Unfortunately, I missed out on one, but ended up in striking distance of the one that mattered. Now this is a very comfortable lead, alongside a tactical roll that reimbursed that perfect star. So needless to say, at this point of the game, I have enemies. Ouija got a star, I purchased a few items, and Failbow did nothing. I had a risky play in hopes of chomp calling a star closer to me, but lost the gamble as I delivered one right back onto Donkey Kong's path, thus moving the star once again 1 space behind me. Most of us got an additional 20 coins from this free minigame, but I can't say it really helped me much. Since I was in a position with tons of movement options, I decided to test my luck with the star once again, and the result could have been better. 2 chomp calls in a row that immediately gave stars to my opponents. Yeah, not my best move. At least I was finally starting to pick up in minigames though. And even though the chomp calling has been polarizing, after Waluigi got his free star, he tossed it back to me. But wow, the star economy in this game is terrifying. I may have 3, but 2 stars, and Failboat has nothing. But I mean, he does have a lot of coins. That's because he's playing the long game. Wario is saving up. On this map, if you have a skeleton key at night with 150 coins in hand and visit King Boo, all very specific and difficult requirements, you can steal a star from everyone. I mean, this would be a good strategy, but this late into the game, I think he just wanted to be on the board, so he took his first star on turn 12, which moved the star 1 space in front of Donkey Kong, so of course he gets it. But then he somehow throws it back to Failboat. Everyone is in the running to take home the gold. Somehow this game is utter chaos. We're all picking up items everywhere we can, but then Captain Kid secures his 3rd star, all while helping me secure my 4th. Your positioning on a board like this is a constant priority, because if I had just 5 more coins, I could have secured a win. So I took a detour, stole the necessary amount of coins, and came up just an extra dice roll away from it. I cut my losses and took the free triple dice off the board, but with a dummy thick roll from Wario, suddenly he's back in the game. Nein, nicht dummy thick. 3 stars and 93 coins. How? So wie Aqua. After a Game 5 speed hockey, I found 20 additional coins and panicked as the last 5 turns were declared. I'm sitting in first, sure, but this lead is far from... Ich wohne in einer Provinz in der Nähe von der Großstadt in Sachsen. Ich muss so lange recherchieren, um mal vegetarisch-veganes Restaurants finden, wobei ich ja in die Großstadt muss. Es gibt ja auch so Menschen, die wissen, dass man Vegetarier ist und eine Wurstdose und die Nase. Ich sag mal so, ne, also ich würde es niemandem irgendwie Leuten das irgendwie vorhalten, wenn sie Vegetarier sind. Macht ja auch keinen Sinn, ich esse ja auch nicht hauptsächlich. Ich esse ja auch hauptsächlich vegetarisch. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist, wenn auch Vegetarier anderen Leuten sagen, wenn ich hier bin, darfst du kein Fleisch essen. Dann sage ich ganz ehrlich, verpiss dich bitte. Das ist dein Lebensstil, das ist mein Lebensstil, es gibt andere Lebensstil. Ich sag's ja auch nicht Leuten. Wenn ich mit den Leuten unterwegs bin zum Beispiel, dann nehme ich mir auch die vegetarischen Sachen und die nehmen sich halt irgendwas anderes. Das ist mir sowas von scheißegal. Und du hast niemanden vorzusagen, wie sie irgendwie zu essen haben oder sowas. Es macht keinen Sinn, Leuten das vorzuhalten, oh, guck mal, hier ist Fleisch, du isst kein Fleisch. Das ist dämlich, einfach nur anstrengend. Aber genauso Leuten zu sagen, ja, nein, wenn ich hier bin, ich möchte das nicht. Bitte bestell was anderes. Dann sage ich dir ganz ehrlich, verpiss dich. Ich wohne in Herten, also das weiß nicht an dich gerichtet, weil das im Allgemeinen mag, ne? Ich wohne in Herten, weil, und das sage ich ja jetzt nicht davon aus, dass du das machst bei Leuten, ich wollte es nur im Allgemeinen mal erwähnt haben. Ich wohne in Herten, es gibt höchstens so Salate holen oder Auswahl gibt kaum oder auch laktosefrei essen, finde bei einigen Dingen schwierig werden, zum Beispiel Spinat von Kaufland, Aldi haben Milchpulver drin. Ah, okay. Ja, das ist wahr, zum Glück bin ich nicht laktoseintolerant. Comfortable. Another pathetic roll followed by a phenomenally clutch minigame win. This is just the life I live. You can't change the cards you're... Also, wie gesagt, weil ich meine, mir ist es egal, ob es vegetarisch oder vegan ist, es gibt genug andere Sachen. Ich achte jetzt nicht wirklich darauf, ob irgendwas vegan ist. Das ist mir dann meistens einfach zu, vor allem, weil ich hasse veganen Käse, das ist absolut scheiße. Ich mag Ei. Wenn es vegan ist, ist es vegan. Wenn nicht, ist mir egal. Weil wir haben zum Beispiel auch, ich koche auch ganz gerne mal irgendwie Kokosnussmilch oder sowas, dann ist es halt automatisch vegan. Als Beispiel. Wenn ich da eine Soße ausmache. But you sure as hell can change how you play them. Like, I can't change the fact that Waluigi got another star, but I can complain about it. Even though I didn't move far this turn, acquiring both a double and triple dice in a single turn guarantees me pretty solid movement for the rest of the game, with just enough coins to sneak in another star. But of course, the sitting Wario snipes it from me before I even had a chance. Uh-oh. We counted him out the entire game, all while he was plotting, preparing, and waiting for his chance to strike. Suddenly, everyone had a chance to be a winner. With Waluigi just 4 coins away from another star, I took executive action and made sure he didn't win that incredibly necessary minigame. I ended up using one of my double dice for positioning, only to replace it for free. But alas, the member of my former alliance was offered to steal a star from Boo,
and Lady Luck frowned upon me as I was chosen as the random victim. Things Damn, were looking boy. bleak, but I still have hope. I mean, I've made it this far after all, so I just have to believe. With the star moving yet again, I just need to hit a 13 to replace a star that was once stolen from me. Consider it a form of insurance. After all, the bonus stars have yet to be awarded. I definitely still have a chance to find my way to the winner's circle. Vor allem hatte Wario nicht gerade nur 0, warum hat er jetzt 5? Warum hat jetzt die meisten auf Platz 1? Stuffed in by Womp, denied by Mr. I, rejected by Toadette, and then straight up embarrassed by Bowser. After stopping Wario from winning another minigame, Waluigi hit some insane dance moves, and I used my last item in hopes of it counting towards a much-needed bonus star. What I didn't account for was that I moved from one Bowser space to another, and on turn 20, I lost the entire game. My ivory tower was built up so high, and it all came crumbling down in the last few turns. At least Ouija stole a star from Failboat, who stole a star from me, who technically stole Ouija's star in the first place, so hey, actually, I think he deserves this one. Despite it all, I realized that there was one win condition left. If I could win both bonus stars, this game was mine. And just like that, I received the first one. Okay. Halfway there. Bowser Star, Distance Star, Minigame Star, any of these would result in a win. But sadly, not everything is always meant to work out. Mario Party is a game of constant Pokémon. war. If you let your guards down, Pokémon you deserve to regret it. I was one decision away at any point of this complicated game from taking it all. Hell, even just not using that double dice at the end would have saved the run. Well, time to host another tournament in hopes of winning the second one. Stream live at twitch.tv/Alpharad. Gut, wieder auch ein bisschen abgeschweift sind beim Labern.